You want to go out? Let's put on your harness. Yeah. Click. Sonntagsfrühstück. Guten Morgen. Ein paar Tomatenstücke bleiben sogar noch für die lokale Reptilienpopulation übrig, die sich gerne darum rauft. Einmal mehr eine Bademöglichkeit in Form eines Charcos, aber heute bei dieser Wellengröße traut sich da niemand rein. Das schwappt sogar in die Felsbäder. Von hier könnte man jetzt einige Ausflüge starten, zum Beispiel durch die berühmte Masca-Schlucht, das Wanderhighlight auf Teneriffa. Aber wir haben uns jetzt dagegen entschieden, denn diese Wanderung ist sehr anstrengend und die Eule ist noch nicht so richtig recovered von der Teide-Wanderung und es ist auch ziemlich umständlich. Man muss da Tickets dafür kaufen, sich anmelden, muss dann zu einer bestimmten Zeit losgehen. Wir haben jetzt noch 4 Tage auf der Insel, heute inklusive. Das ist nicht mehr viel Zeit. Wir wollen ja noch die Ostküste unter die Lupe nehmen und Santa Cruz, die Inselhauptstadt. Ich denke, da können wir keinen kompletten Tag für sowas opfern und fahren jetzt weiter über den Berg. Olli, ready? Yes. Los geht's. Los geht's. Wir sind jetzt mit dem Leihwagen vor 5 Jahren mal gefahren und können uns erinnern, das war eine ziemliche Kurvlerei. Wird spannend mit dem Camper. Hier auf Teneriffa ist eigentlich alles befahrbar, da muss man eigentlich fast nirgends Angst haben, dass man stecken bleibt oder nicht durchkommt, anders als auf den anderen Kanareninseln. Hier fährt auch überall der große Reisebus, also kann eigentlich nichts schief gehen. Hier kurven wir im sogenannten Teno-Massiv und ja, die Landschaft ist wie gehabt beeindruckend. Hinter uns der Teide, der uns einfach nicht loslassen möchte, und hier blicken wir rüber nach La Gomera müsste sein. Der erste Mirador, wo wir jetzt die Gelegenheit hatten, stehen zu bleiben, ist hier nicht besonders oft der Fall. Die Straße ist schmal, aber glücklicherweise gibt es selbst am Sonntag wenig Verkehr, denn die meisten nehmen die besser befahrbare Hauptstraße. Nächster Stopp am Cruz de Hilda. Keine Ahnung, ob das Spanisch ist oder eine deutsche Auswandererin hier ein Café eröffnet hat. Sieht ganz nett aus, aber auch bummvoll. Und für uns geht es auch schon wieder weiter. Ja, Google Maps wollte uns eigentlich auf der größeren Straße schicken. Die ist sicher weniger schmal, aber hat dafür sicher auch mehr Verkehr. Uns gefällt es ganz gut auf dieser Route. Das ist jetzt so Art Masca, Ausgangspunkt der besagten Wanderung, die wir leider nicht machen werden. Und ihr seht, hier geht es drunter und drüber. Die wenigen Parkmöglichkeiten sind alle zugepackt. Empfehlenswert ist es, zu dieser Wanderung mit den Öffis anzureisen. Mit dem Camper hat man quasi keine Chance, hier vernünftig parken zu können. Vielleicht, wenn man in der Nacht ankommt, aber dann macht man sich sicher keine Freunde, wenn man da 2 oder 3 Pkw-Parkplätze belegt. Also irgendwo unten am Meer parken und mit dem Bus anreisen, das wäre die Empfehlung. Und wir warten jetzt mal ab, denn wenn der Bus hier Leute ein- oder auslädt, dann geht nichts mehr in beide Richtungen. Stehen wir jetzt und warten, dass es losgeht. Jetzt ist es soweit, bis später. Ab Masca wird es dann nochmal eine Stufe schmäler und steiler, und in Kombination mit viel Verkehr und Leihwagenfahrern, die die Maße ihres ungewohnten Fahrzeugs nicht immer ganz genau kennen, kann es dann teilweise schon stressig werden.
Gerfried genießt die Fahrt nicht so sehr. Na, das war eine Strecke. Ziemlich schmal. Und die Ruby ist schon ganz unruhig, ihr ist es zu heiß. Und heute Morgen hat sie zu wenig Auslauf bekommen. Jetzt holen wir das mal nach. Die Ola kocht was. Heute gibt's gebratene Endivie-Herzen mit Chèvre Chaud. Hier gibt es einen schönen, ruhigen Platz am Ortsrand von Santiago del Teide. Ganz anders als im Ortszentrum, wo es sich richtig abspielt. Die Mandelblüte ist übrigens immer noch im Gange. Sieht an der Straße immer wieder sehr, sehr schön aus. Das war der Mittagsstopp in Santiago del Teide. Wir werden uns den Ort jetzt aber sparen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir uns die verbleibenden Tage einteilen. Und was wir unbedingt sehen wollen, sind die Felsen von Los Gigantes. Und da fahren wir jetzt runter. Ist nicht mehr besonders weit, weniger als eine halbe Stunde. Und hoffen, dass wir was zum Parken finden. Es wird wohl nicht ganz im Zentrum möglich sein, aber etwas außerhalb. Da haben wir jetzt was ausgekundschaftet und hoffen, dass wir dort gleich für die Nacht bleiben können und zum Sonnenuntergang einen Spaziergang zum Eis machen. Die Ola wünscht sich eine Nachspeise. Los geht's! Unser nächster Platz, wunderhübsch am Bauzaun gelegen und riechen tut's wie im Bahnhofsklo, aber alles kann man nicht haben. Dafür gibt es den Ausblick auf die Klippen von Los Gigantes und da spazieren wir jetzt rüber. Gerfried, erzähl über den Lifehack mit der Pfanne. Wenn man was in einer Pfanne brät, dann ist die ja noch heiß und wenn man sie sofort mit Wasser füllt, dann hat man danach warmes Wasser fürs Geschirrwaschen. Gratis. Genial, oder? Der Bauzaun mag nicht so viel hermachen, aber insgesamt ist der Stellplatz nicht so schlecht. Natürlich sehen wir auch weiterhin La Gomera. Die Insel begleitet uns heute schon den ganzen Tag und jetzt am Abend, wenn das Licht schon langsam wärmer wird und sie immer noch vom Nebel umhüllt ist, sieht das ganz mystisch und wunderbar aus. So traumhaft. Ja, die Promenade ist eh ganz okay, aber 3 Kilometer können echt lang sein, wenn sie voller Touri-Shops sind, voller Souvenirshops 50 Cent Dose für 1,69 und ganz authentischer Lokale. Los Gigantes, die Giganten, der Name erklärt sich von selbst, wenn man sich diese Felsen ansieht. 500 bis 800 Meter sind sie hoch und fallen senkrecht ins Meer. Der Ort selbst, der ist ein Resort-Town, für uns nicht unbedingt so schön, aber die Felsen, die wollten wir nochmal sehen nach unserem ersten Besuch vor 5 Jahren. Und wenn die Ola jetzt gleich aufschließt, dann gibt es das versprochene Eis. Das letzte Sonnenlicht bekommt der Teide. T-3 in 3 Tagen geht es zurück aufs Festland mit der Fähre. Wir werden jetzt noch die Süd- und Ostküste Teneriffas besichtigen. Und jetzt kommt halt ein bisschen ein schwieriger Teil für uns. Wenn es uns wo nicht gefällt, dann können wir damit rechnen, dass es in den Kommentaren wieder Haue gibt, weil irgendwer das nicht verträgt, dass wir es wagen, uns irgendwo nicht wohlzufühlen. Aber zu dem Teil, der jetzt kommt,
da wissen wir ganz ehrlich nichts zu sagen, außer dass es halt nicht für uns ist. Los Cristianos war jedes Mal furchtbar, als wir jetzt dort waren, einmal für die Übernachtung mit lauten Karaoke-Bars rund um uns herum, das Gewusel bei der Fahrt zur Fähre und von der Fähre. Das ist nichts, was uns jetzt irgendwie gut tut und wir werden das wahrscheinlich jetzt so schnell wie möglich hinter uns lassen. Oje Wasser, oje Wasser, du ärmste aller Katzen. Ja, ich weiß eh. Wirklich wahr. Ob wir das überleben, Ruby, ob wir das überleben. Was ist da passiert? Die Ruby musste da draußen spazieren gehen und natürlich so nah an den riesen Atlantikwellen wie möglich und dann wurde sie gesalzen. Sie ist jetzt praktisch eine Pökelkatze. Ruby, wir machen was mit, wir machen was mit. Und das Salz, sagt die Eule, muss wieder runter. Hast du nasse Pfoten? Oh je. Wir kommen dann wohl heute an El Médano vorbei, dem einzigen Windsurf-Spot der Insel. Und wenn man sich das so ansieht, ist heute nichts los mit Wind. War klar, es war die letzten 3 Tage windig, aber natürlich, wenn wir am Surfspot vorbeikommen, dann ist der Wind aus. Ja, probiert haben wir es hier bei Adeje was zu finden. Es gäbe hier auch Parkplätze, aber die sind so schräg. Sonst müssen wir sagen, war die Küste jetzt besser als erwartet. Bislang zwischen Los Gigantes und Adeje ist sie nicht allzu touristisch, denn sie ist von Landwirtschaft geprägt, sehr viele Bananenplantagen, nicht wirklich reizvoll, aber das hat natürlich seine Vorteile, denn die 2 Ortschaften, durch die wir durchgefahren sind, die wirken ziemlich echt und kanarisch. Jetzt hier am Ortsrand von Adeje, da geht es natürlich los mit dem Rummel und entsprechend schwierig wird es für uns. Jetzt kommt wohl der Teil, den wir hinter uns lassen können. Wir fahren jetzt rauf auf die Autobahn und vorbei an Adeje und Los Cristianos. Das ist einfach nicht unser Pflaster. Wir probieren es dann vor El Médano wieder an der Küste. So, wir sind ein wenig südlich von Los Cristianos, weil die Orla dort Torte essen möchte. Torte! Als wir meine Mama mit Begleitung beim Flughafen abgeliefert haben, da waren wir davor noch frühstücken in diesem Ort und da haben wir einen Laden gesehen, der war mir viel zu abzockig, viel zu teuer, aber die Orla möchte seither unbedingt wieder hin, weil die Torten angeblich so besonders aussehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich lasse mich jetzt überraschen. Ich glaube, die Olli ist happy. War's gut? Mhm. Man kann essen. Nach Las Galletas machen wir einen kleinen Umweg, um Camping Nauta zu besichtigen. Arrive at Camping Nauta. Nachdem uns der Platz aber nicht richtig überzeugt, geht's auch direkt weiter nach El Médano. Der einzige bekannte Windsurf-Spot Teneriffas, El Médano. Im Vorfeld wurden wir mehrfach gewarnt, dass El Médano kein camperfreundliches Pflaster mehr sei. Das ist für uns besonders schade, denn hier nahm alles seinen Ausgangspunkt. Vor 5 Jahren waren wir per Flugreise hier und haben in der Cabezo-Bucht die Camper am großen Parkplatz gesehen und
da dachten wir uns, warum machen wir das nicht auch einmal? Irgendwann würden wir gerne den Winter hier verbringen und auch in El Médano surfen. Und so wurde die Idee zu dieser Reise eigentlich geboren. Es hat dann eine Weile gedauert. Damals war es mehr Traum als Wirklichkeit und wir haben 5 Jahre darauf hingearbeitet, so reisen zu können. Ja, und jetzt sind wir da und mittlerweile hat sich halt einiges verändert. Vor 5 Wochen zwischen 2 Fährfahrten, da waren wir auch mal einen Tag hier in El Médano. Es gab keinen Wind, aber wir haben uns mit Freunden getroffen und haben uns den Spot angesehen und tatsächlich ist im Ort El Médano alles verboten. Da gibt es viele Schilder, Camping verboten, prohibido autocaravanas und deswegen haben wir El Médano eigentlich schon abgeschrieben. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen, diesmal aus der anderen Richtung, aus Richtung Los Cristianos und waren schon eingeparkt am Parkplatz von der Montaña Roja und ich habe dann in der Ferne noch ein paar Camper erspäht, bin dem nachgegangen und hier ist ein riesiges Gelände mit sicher 40, 50 Campern. Das mag natürlich sein, dass dieser Platz manchmal geräumt wird, nicht immer erlaubt ist, manchmal gesperrt ist, aber aktuell wird es offensichtlich toleriert, hier sind viele Camper und der Spot ist nicht besonders weit weg. Da geht es für mich wohl morgen aufs Wasser. Heute ist leider schon zu spät. In einer Stunde geht die Sonne unter. Das zahlt sich nicht mehr aus, da das Material vom Dach zu holen. Aber was sich auszahlt, ist auf die Montaña Roja rauf zu gehen. Da gibt es einen schönen Sonnenuntergang und einen schönen Blick auf El Médano. Das machen wir noch gemeinsam. Die Euler ist mit der Katze unterwegs und mag heute keine Höhenmeter. Und deswegen müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Unterwegs kann ich euch wahrscheinlich wenig erzählen, denn der Wind ist so stark, wenn man nicht irgendwo windgeschützt steht, dann versteht man leider gar nichts. Geschafft, rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Verlo desde lo más general hasta lo más específico. Warum Ruby am nächsten Tag ausbüchst, wissen wir erst nicht, aber sie erklärt uns gleich. Hier gibt's Höhlen und dort ist's schattig und kühl. Smarte Katze. Dauert schon ein bisschen, bis man hier ist. Ich glaube, wenn ich da das Material tragen werde, bin ich müde, bis ich da bin. Und dann ist hier auch einiges los. Ja, die idyllischste Strecke ist es nicht, die man da das Material zum Strand tragen muss, und besonders nah ist es auch nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das antue mit gezählten über 100 Surfern am Wasser. Ich habe sie wirklich abgezählt, es waren über 100. Und es gibt noch eine zweite Option, Flachwasserspot Puerto de Grenadilla. Vielleicht schauen wir dorthin. Na dann, probieren wir es halt. Das war eine schöne Surf-Session. Kann sein, dass heute ein bisschen sonnig war.
Wir stehen seit bald 24 Stunden herum und haben trotzdem 95% Batteriekapazität. Die Solaranlage kann arbeiten. Leider war es das jetzt fast für uns. Morgen ist unser letzter voller Tag auf den Kanarischen Inseln, auf Teneriffa, und daher kommt für uns jetzt die allerletzte Fähr- und Entsorgung. Der Wassertank ist leer, der Grauwassertank ist voll und wir würden gerne duschen. Das machen wir jetzt und dann suchen wir uns noch einen Übernachtungsplatz, bevor wir morgen dann noch 1-2 Sightseeing-Ziele anfahren. Los geht's! Mehr dazu dann aber im nächsten Video, wo der Zeitpunkt gekommen ist, die Kanaren nach 3 Monaten zu verlassen. Bis dahin, alles Gute, wir sehen uns beim nächsten Mal.